Kennt ihr das? Ihr lest ein deutsches Wort und denkt euch, hä? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Und dann merkt ihr, dass ihr das Wort einfach falsch aufgeteilt habt. Willkommen in der faszinierenden Welt der Holzwegwörter. Heute schauen wir uns an, warum unser Gehirn uns austrickst und wie Deutschlernende daraus lernen können. Was sind Holzwegwörter? Okay, stellt euch vor, ihr seht das Wort. Viele denken erstmal an Hoffen und Störchen, keine Ahnung, also sowas wie ein Hoffnungssternchen. Klingt schön, aber falsch. Tatsächlich steckt da Hof, finster und schön dahinter. Das heißt, ein kleines Fenster, was zum Hof schaut. Diese Art von Wörtern nennen wir Holzwegwörter, weil sie uns auf den Holzweg führen, also in die Irre. Wenn du die Redewendung auf dem Holzweg sein noch nicht kennst, ist das ein Zeichen dafür, dass du mein Video zu deutschen Redewendungen als nächstes anschauen solltest. Naja, zurück zum Thema. Unser Gehirn versucht nämlich beim Lesen bekannte Muster zu erkennen. Wenn wir also H-O-F-F sehen, denken wir direkt an das Verb hoffen oder das Nomen Hoffnung. Aber dann ist es zu spät, um das Wort beim ersten Mal lesen richtig zu verstehen, weil wir das Wort zwischen den zwei Fs im Kopf hätten trennen sollen. Wenn es so eine unerwartete Trennung gibt, dann stolpern wir drüber. Hier sind noch ein paar Highlights. Mal sehen, ob ihr sie auf Anhieb richtig erkennt. Nein, kein Altbaucharme, sondern der Charme eines Altbaus. Also Altbaucharme. Nicht Urin stinkt, zum Glück, sondern Instinkt, der noch aus Urzeiten erhalten ist. Also Urinstinkt. Mit diesem Präfix können wir auch andere Holzwegwörter bilden, zum Beispiel Urinsekt und nicht Urinsekt. Wenn man dieses Wort anfängt zu lesen, sieht man sofort das Wort Minister drin, aber dann haben wir die Trennung schon wieder verpasst. Es sollte so getrennt werden. Mini-Stereo-Anlage. Das ist kein Zug, der benachteiligt wird oder sowas, sondern ein schneller Zug in der Nacht. Also Nacht, Eilzug. Wenn ihr solche Wörter seht, hilft es, kurz innezuhalten und zu überlegen, welche Zusammensetzung ergibt wirklich Sinn. Warum ist das für Deutschlerner so wichtig? Für Deutschlerner ist das ein super Trick. Denn wenn man die Silben falsch trennt, kann das die Bedeutung eines Wortes komplett verändern. Wenn ihr also ein Wort nicht versteht, checkt erstmal, ob ihr das richtig zerlegt habt. Das hilft euch nicht nur dabei, Wörter richtig zu verstehen, sondern auch dabei, die Wörter richtig auszusprechen. Die Wörter, die ich vorher im Video besprochen habe, sind teilweise auch für Muttersprachler schwierig. Aber die Wörter, die ich gleich aufliste, sind wirklich nur für Lerner tricky. Ein Beispiel ist das Wort bisher und wird so getrennt: bis und her und niemals bisch.
oder sowas. Und die Bedeutung hängt mit dem Wort bis und dem Wort her zusammen, was man nicht erkennen kann, wenn man das Wort falsch trennt. Ähnlich sieht es bei mithin und Brathering aus. Wenn man die Wörter richtig trennt, mithin und Brathering, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass man das Wort beim ersten Mal versteht. Man kann eher raten, was die Bedeutung des Wortes ist, und man wird die Aussprache viel eher treffen können. Und dieses Verb beinhalten wird nicht Beinhalten ausgesprochen, sondern beinhalten. Auch hier würde man das Wort falsch verstehen, wenn man das Wort falsch trennt, da es ja mit Inhalt zusammenhängt und nicht mit einem Bein. Und für ein letztes Beispiel möchte ich, dass du dieses Wort aussprichst. Das hat nichts mit Scheiße zu tun, sondern beschreibt etwas, was einem Publikum gefallen hat. Es beschreibt also ein Publikumshit. Und wie kann man das verbessern? Hier sind ein paar Tipps, um in der Wortzerteilung besser zu werden. Nummer 1. Lies langsam. Gebt eurem Gehirn genug Zeit, die Struktur zu erkennen. Nummer 2. Lies laut vor. Oft merkt man dann intuitiv, wo die Silben liegen. Man verwendet ein anderes Teil des Gehirns beim Vorlesen im Vergleich zum Lesen im Kopf. Nummer 3. Schlage die Wörter nach. Wenn ihr wirklich verzweifelt seid, dann greift nach einem Wörterbuch. Wenn ihr das genaue Wort nicht findet, dann sucht nach ähnlichen Wörtern. Und natürlich, üben, üben, üben. Übung macht den Meister. Jetzt seid ihr gewappnet gegen die fiesen Holzwegwörter. Habt ihr noch andere Beispiele? Schreibe sie gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und abonniert meinen Kanal für mehr Sprachtipps. Bis zum nächsten Mal und passt auf, wohin euer Gehirn euch führt. Tschüss. Alt, Bauch, Arme, Baucharme, Altbauch? Naja.